Einen schönen guten Abend. Dear Brahma, Dear Brahma, Dejiva. good evening, everyone. Busy. Wir sehen die schöne Sonne. Wir sehen the beautiful sun. Jetzt spreche ich Albanisch. Spricht sie. Und die Sonne schenkt uns gerade ganz viel besondere Energie. Dhe dielli na jep disa energji të veçantë. Und, vielleicht willst du kurz was sagen? Desha t'ju them që dikush ka ju mund të kesh pas që qik nata jo të qeta. Ich sage nata nicht aktive. Vielleicht manche von euch haben so ein bisschen keine leichten Nächte oder unruhige Nächte gehabt, die letzten, also zwei, drei, sage ich mal, Nächten. Und das hat wohl mit dieser Sonnenenergie etwas zu tun und aber auch mit dem Neumond. Dhe më thënë, që se keni pas net jo të qeta, ditë jo të qeta, edhe emocionale, ka të bëjë me diellin, që rrezet e diellit që janë duke u dërguar në tokën ma, dhe nga ana tjetër ka të bëjnë edhe me hënën e re. Neumond ist ganz wichtig für was Neues zu entstehen. Hëna e re është diçka e rëndësishme për të marrë diçka të re, për të zhvilluar diçka të re. Das heißt, wenn etwas Neues kommen möchte in unser Leben, müssen wir abschließen mit dem Alten. Müssen wir auch loslassen, egal welche Emotionen uns schlummert. Deswegen agiert auch der Körper sehr stark die letzten Tagen. Duhet kur kemi diçka të re, hëna e re simbolizon një fillim të ri, një mbarësi të ri, një projekt të ri. Por për të filluar diçka të re, duhet heqim ose të mbyllim atë të vjetrën. Prandaj jena dhe emocional, se na duhet të heqim atë emocionet që nuk na duhen më. Und mehr wird der Martin erklären über die Sonnen, warum die Sonne so stark die letzte Zeit ist. Der Martin wird die shpjegojnë pse. Hëna dhe dielli janë shumë të forta këto kohë të fundit, sidomos dielli erupcionet, rrezet e tyre. Dhe tani mund të shkoni del ngadalë tek përkthimi. Tek Megi, ju lutem, ju dua shumë. Danke dir. Vielleicht ist es euch aufgefallen, probably you felt it, maybe even the last 2 to 3 years you felt something different. Also vielleicht ist euch sogar die letzten 2, 3 Jahre irgendwie was anders vorgekommen. We all knew it that the sun will go into a period of massive solar flares. Also das ist jetzt nichts Neues. Wir haben alle gewusst, dass die Sonne in diese Zeit kommt, in diese Periode kommt von massiven Sonneneruptionen. And we were all hoping that we will not find a time of a blackout. Wir haben alle gehofft, dass wir nicht in einen Zeitpunkt des Blackouts kommen. Because this what's happening on the sun just takes some hours and it is there on Mother Earth. Also all das, was auf der Sonne gerade geschieht, braucht nur ein paar Stunden und das ist auf der Erde spürbar, messbar und auch wirksam. So all these eruptions of the sun are visible within some seconds, but the frequency takes longer. And within some hours on Mother Earth, this frequency arrives and creates these beautiful polar lights, diese schönen Lichter am Polarkreis, die Polarlichter. This is what is happening on Mother Earth after a solar flare erupted and on Mother Earth this frequency arrives. Also diese Eruptionen, die dort ausbrechen und es dann ankommt auf Mutter Erde, ist ganz was Normales. So it also can be very strong so that some of us might feel physical pain. Also es kann sehr, sehr stark sein, dass auch der Körper, der menschliche Körper mit Schmerz reagiert und auch sogar mit mehr Entzündungen. So with more inflammation could be a physical reaction, a body reaction. It could be emotional in between us and conversations around us with friends in groups. That could be a reaction that emotions are more active. Also es kann gut sein, dass einfach viel mehr Emotionen aktiv sind. Or even our electricity on Mother Earth could react
Und natürlich könnte auch die Elektrizität auf Mutter Erde reagieren. So the easy things would be that radio systems and TV systems are not working anymore. Die einfacheren Auswirkungen sind eben, dass Radio- oder Fernsehtechnik nicht mehr funktioniert. And the most difficult effect would be that our electricity system breaks down, the so-called blackout. Und die schwierigste Situation, die wir erfahren würden, wäre eben, dass unser Elektrizitätssystem zusammenbricht und wir dann für Tage einmal keinen Strom haben. And we all, maybe the most of us discussed already together over the last years what's happening if there is a blackout. Also viele von uns haben das schon mal durchdiskutiert gemeinsam. We did many workshops with Dr. Peter Hudova together to prepare for certain situations. Wir haben ganz viele Workshops schon dazu gemacht, um uns für solche Zeiten vorzubereiten. Because if a massive blackout in Europe would take place, it would break down a lot. Also weil eben so ein großes Blackout im Elektrizitätssystem in Europa stattfinden würde, da würde sehr vieles zusammenbrechen. So all the supply that we are used to have would not work anymore. If it goes too long, all the animals at the farms and so on would die, and there would be no supply of any food for us. So it's a very logical development that would happen if the electricity shuts down for more than some hours. Also es gibt einen sehr logischen Ablauf, der passiert, wenn eben die Elektrizität für ein paar Stunden und nicht für ein paar Stunden, sondern eben mehr als ein paar Stunden zusammenbricht, bis dorthin, dass eben an den Bauernhöfen die Tiere verenden und sterben und die ganze Folge daraus, eben die Ernährung für den Menschen, in Stocken. So it's always good and it's not solved yet to prepare for such situations where we should be able to be in a way of self-sustainable for some weeks. Also es sollte schon möglich sein, dass jeder sich so weit vorbereitet, dass er sich für ein paar Wochen gut selbst rüstet und selbst sich versorgen kann. So what do we see also? Was sehen wir sonst noch? We are seeing that in these observatories which are around the world, all these measurements, we see very, very unusual developments. Also wir sehen ganz, ganz ungewöhnliche Entwicklungen derzeit, die wir so noch nicht kannten. So we see, for example, in all these devices around the world which are measuring the solar flares and the frequencies on Mother Earth, that something which we are used to is kind of changing now. Also vieles, was wir so gewohnt sind, ändert sich gerade irgendwie. Also wir sehen zum Beispiel hier, this is the line which would be measured if you only would see the frequency of Mother Earth. So some 7.88 Hertz is the frequency and vibration of Mother Earth. Also das ist die Linie, die du nur sehen würdest, wenn du jetzt nur die Schwingung von Mutter Erde messen könntest. Weil die 7,8 Megahertz, diese Schumann-Frequenz, ist sozusagen der Pulsschlag von Mutter Erde, ist die Frequenz und Schwingung von Mutter Erde. Und das, was wir da jetzt sehen, ist viel, viel mehr. And what we are seeing there is much, much more at the moment. So this is kind of life. This is just some hours ago, where we see that we are having extremely low frequencies and extremely high frequencies at the same time. So we're seeing this kind of part on top, which are extremely low frequencies, and we are seeing extremely high frequencies here also at the same time. And this is kind of the explanation also why you feel different maybe, why you feel some pain maybe, why you feel some struggles in emotion and in relationships, because there's so much energy going on right now around us and on us.
Also wir haben wirklich ein ganz großes Thema derzeit. Wir sehen hier enorme niedrige frequente Schwingungen, enorme hochfrequente Schwingungen, die gleichzeitig auf uns einwirken, die wir uns eigentlich so nicht erklären können und natürlich es ableiten können von den Sonnenstürmen, aber dennoch ist es sehr, 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 sehr ungewöhnlich und etwas sehr, sehr Neues für uns. So it's very new for all of us. It's very new to have these intense, energetic times. So that might help you to be a little bit more relaxed. At least I wish that it helps you. Also ich hoffe, das hilft dir ein bisschen, dass du ein bisschen entspannter wirst. Only to know that this is something which is coming from outside. It can be explained through the solar flares. And this energy coming from outside is doing a lot within us. Und eben diese Energie, die da von außen kommt, die macht jetzt ganz, ganz viel mit uns. In the German areas, and he's also doing some English videos, you could have a look at Dieter Bröers, who is very specialized on this topic. Also wenn du Deutsch sprichst und du möchtest dir da was anschauen, und he's also doing English interviews, so you can have a look at his page or maybe find other pages that you like, and you will see that he's really doing a lot and bringing a lot into our awareness that things are happening which are very unusual. Also er zeigt da wirklich sehr, sehr viel gerade auf, dass Dinge stattfinden, die extrem ungewöhnlich sind. He even showed us that we are experiencing times, or at least measurements, where there is a zero frequency. Also er zeigt uns auch auf, dass es im Moment sogar Phasen oder Momente gibt, wo es sozusagen nichts Messbares gibt, so eine komplett ungewöhnliche Art von Nullfrequenz. Und aus dem heraus eben auch wieder der Mensch, der menschliche Körper ist hier sehr, sehr gefordert. So the physical body in general is very into kind of stress situation. So you might explain it through different ways. Du kannst das jetzt auf unterschiedliche Weise beginnen zu erklären. But at the end, it results into stress for our system. Also kannst du es jetzt auf verschiedenste Weise beginnen, dir nahezubringen, nachzuforschen, zu sehen, was passiert da, was passiert dort. Aber am Ende ist alles irgendwo eine Stresssituation für den Körper. And with knowing that, we maybe should be more compassionate with each other. Und eben das jetzt zu wissen, sollte man durchaus einfach mehr, mehr Mitgefühl haben für uns, um hier einfach auch ein bisschen mehr uns zu entspannen, wenn auch zwischen uns Dinge geschehen, Emotionen hochkommen und ähnliches. So, if we would look into our families, into our friends, into circles where we are, we could have more flexibility so that we realize, okay, don't take it personal because there are many things going on right now that are triggering us and putting us into stress. So don't take everything around you too personal. Also ich glaube, ganz entscheidend ist einmal, dass man diese Dinge, die gerade so passieren, dann auch zwischenmenschlich unter uns, dass wir die nicht mehr so persönlich nehmen, weil einfach so viel einwirkt auf uns. So many, many things that are going on here. And yeah, it's our beloved sun that is sending us so much information. Also es ist unsere geliebte Sonne am Ende, die uns ganz, ganz viel Information sendet. Dieter Bröers also speaks about that this is a high frequency positive information that the sun is sending us. Also Dieter Bröers spricht selbst auch davon, dass das eine sehr hochschwingende positive Information ist, die die Sonne uns da schickt. In his awareness, the sun is kind of a portal for all of us.
collecting universal light and positive information and sending it physically to us. Also in Dieter Breuers Bewusstsein ist die Sonne so wie ein kosmisches Portal, welche eben aus dem ganzen Kosmos, aus dem ganzen Universum Information sammelt und diese hochschwingende Information uns zusendet. So for him it's something very positive, and we can use that energy. Also für ihn ist es etwas sehr, sehr Positives und wir können absolut mit dieser Kraft der Sonne auch arbeiten. And yeah, you just can have a look at yourself. What is it doing with you? Kannst natürlich eben auch mit dir selber so mal kurz schauen, was machen solche Phasen mit dir? Und dazu können wir uns natürlich auch mit uns selbst mal zunächst verbinden. Wir können mal schauen, wie sie zur Ruhe zu kommen, so we can get into a deeper connection with ourselves and try to find peace first. And after that, we can have a look and discover what is to do for us. Und danach kann man rausfinden, was ist da für uns dabei zu tun. It's definitely a time where there is something to do. Also es ist definitiv eine Zeit, wo wir ganz viel jetzt tun können, wo ganz viel mit uns geschehen und an Entwicklung geschehen kann. So there can be lots of development right now. So that's why I invite you to close your eyes. Deswegen schließt mal kurz eure Augen und lasst uns nur mal eintreten in das Feld, das die Tao Kalligrafie, das die Quelle für uns hat. Mit all diesen Informationen, die wir jetzt mal erhalten haben. So with all that informations, let's step into the field of the source of Tao calligraphies. And we can apply, which is most helpful, the frequency and vibration of Tao calligraphy. Wir können eben, was sehr, sehr hilfreich ist, einfach die Frequenz und Schwingung der Tao Kalligrafie anwenden. And this is a very, very helpful way. Das ist wirklich ein sehr, sehr hilfreicher Weg. Whenever there is too much energy, whenever there is disordered energy, whenever there is any kind of irritation, we can step back into the Tao calligraphy, into the field of greatest order, of greatest harmony, of greatest alignment, and just relax into that field. So connecting with Tao calligraphy always is very, very helpful in any situation. Also dich mit der Tao Kalligrafie dann zu verbinden mit der Quelle ist in jeder Situation so wertvoll, weil was auch immer dich gerade irritiert, was auch immer dich gerade aus der Ruhe bringt, was auch immer gerade Unordnung sozusagen geschaffen hat, über die Tao Kalligrafie kann man es wieder in Balance bringen. So let's do it like this. Let's open the field for each and everyone. Lass das Feld für jeden von uns nun öffnen. Die Da-I Tao Kalligrafie. Tao Kalligrafie Da-I. We love you, honor you, appreciate you with all your angels, saints, and Buddhas. Please come and support us. Please open your transformative field for us to find peace at this special time. To find back to our core at this special time. To find back to our true essence at this special time.
Liebe Tao Kalligrafie, bitte unterstützt uns, dass wir in dieser besonderen Zeit wieder zur Ruhe finden, in unseren Kern zurückfinden, zu unserem wahren Selbst zurückfinden. And how we do it, we follow the path of the calligraphy in the form of tracing. Wie machen wir das? Wir folgen dem Pfad der Tao Kalligrafie, indem wir sie nachfahren. When we are following the Tao Calligraphy, we are following Tao. Wenn wir der Tao Kalligrafie folgen, folgen wir dem Tao. And in this way, we are walking the path of the Tao, of the Source, the ultimate creator. Und auf diesem Weg gehen wir auch den Weg der Quelle, der Schöpfung. So if you are searching for a fast track back into the flow of everything, just trace Tao Calligraphy. Also wenn du jetzt nach einer Abkürzung, nach einem schnellen Weg suchst, wieder in den Fluss zu kommen, dann folge einfach und fahre der Tao Kalligrafie nach. Maybe you receive some inspiration in between. Vielleicht kommt dir auch währenddessen Inspiration. Maybe you receive some insights for this time, for the week. Vielleicht hast du auch ein paar Erkenntnisse für die Zeit und für die Woche jetzt. And of course, you can connect with the new moon also, with the moon out there, which is in one line now with the sun. Du kannst dich jetzt eben auch mit dem Neumond, dem Mond verbinden, der jetzt in einer Linie verläuft mit der Sonne. Because they are aligned now, they are pulling us together. Weil die jetzt im Einklang sind, ziehen die uns gemeinsam. That's why the new moon is always a good start for something. So you can ask yourself, what is it that I like to start new? Or am I already on my path, on the path of my true self? Kannst dich jetzt fragen, eben, was ist es, was ich vielleicht gerade neu starten will? Oder bist du bereits auf dem Weg so deines wahren Selbst? Ist es schon da, dieses wahre Selbst in dir, den Weg zu folgen? So we might experience this changing energies very intensely right now. Kann gut sein, dass wir diese veränderten Energien sehr, sehr stark
wahrnehmen jetzt. You might also feel that this year 2024 has a total different energy than the years before. You might feel already that you cannot continue as you did the decades before. Es kann gut sein, dass du jetzt schon spürst, dass du einfach nicht so weitermachen kannst, wie du die letzten Jahrzehnte getan hast. Even if the last decades were good and positive, the energy now is different around us. And we know where the energy goes, the rest flows. Auch wenn eben die letzten Jahrzehnte gut waren für dich, die Energie rund um uns ist jetzt eine andere. Und wir alle wissen, wenn die Energie eine neue Richtung einschlägt, dann folgt alles dem. Plus, we are 10 days away from the special March 20th. Und zusätzlich sind wir 10 Tage entfernt vom 20. März, which is the begin of the springtime, or in some natural cultures, it's even the new year. Also wir haben da Frühlingsbeginn, wir haben diese Tag- und Nachtgleiche. Wir haben in gewissen Naturvölkern sogar den Jahresbeginn. Right? So it's a very special day we are heading to. And today we are having this new moon in the sign of the, what's the English word for it? The direct translation is fish, but it's not fish. But I'm sure Maggie knows what I want to say. Also wir haben diesen super Neumond jetzt im Fisch. So as we know our friends who are fish can be super sensible, can be super intuitive. Also so wie wir all unsere Fischfreunde kennen, es kann sehr intuitiv werden, aber auch sehr sensibel. And not only the sun and the moon are there in alignment, it's also Mercury, Saturn, and Neptune. So we have 3 planets also very powerful in alignment. So your intuition could be very developed now. Also wir haben jetzt eben nicht nur Sonne, Mond im Einklang, wir haben auch Merkur, Saturn und Neptun in den Fischen. Und damit kann sie das alle verstärken. Deine Intuition kann enorm stark derzeit sein. Your dreams could be very intense and vibrant. Also deine Träume können auch sehr intensiv sein, sehr, sehr lebhaft sein. So if it's gonna be too wild for you, wenn es jetzt zu wild wird für dich, dann ist es wichtig, dass du das auch spürst. Wie gesagt, du kannst nicht mehr weiter tun wie bisher. Du kannst nicht mehr an deinem Spüren zum Beispiel vorbeigehen. So you cannot continue like before. You cannot skip your intuition. You cannot move forward without feeling what is now right for you. You need to trust your feelings. You need to follow your inspirations. So there could be many things. You could feel very tired also. You could make anything with you. Das kann mit dir alles möglich machen. Dass sie auch sehr müde fühlen zum Beispiel.
But what we are doing now is one way to truly balance and relax. We are just following the Tao Kalligrafie, tracing together, relaxing together, inviting Mother Earth, Mother Nature, inviting all beautiful forests, the seas, the lakes, the mountains. We're inviting the sun, the moon, the planets, the stars, the galaxies, just to balance, just to relax. Also das, was wir gerade tun, dieses Nachfahren der Tao Kalligrafie in Verbindung mit Mutter Erde, in Verbindung mit einfach eben allen Planeten, Sternen, Galaxien, Universen. Das soll uns einfach helfen, uns zu entspannen. Try to have a look. Versuch jetzt dorthin zu schauen. Was there anything that you kept like pressed under the surface, kind of ignoring it? Gab es irgendwas bisher, was du vielleicht irgendwo ignoriert hast und so unter der Oberfläche gedrückt hattest? Because this time quality is bringing it all up. Weil diese Zeitqualität bringt jetzt alles hervor. It's like a fish who was looking now on the water, above the water, like a dolphin who jumps out and wants to see the world. Also so wie ein Delfin, der vielleicht mal rausspringen mag, endlich und mal die Welt sehen mag. Maybe there is a struggle within you about right and wrong. Vielleicht bringt auch die Zeit so eine gewisse Challenge für dich raus, so zwischen richtig und falsch zu entscheiden zu können. Or you might have experienced it in communication with others. Oder vielleicht hast du es auch in Gesprächen mit anderen erlebt. Emotions that were pressed below, ignored, just popped up. Emotions that have been hidden too long, not spoken out, just popped up. Also du kannst gut sein, dass in Gesprächen es bei dir so war, dass eben auf einmal Dinge mit anderen Menschen hochkamen in dir oder bei anderen, aber mit ein Grund war, weil das zu lang unterdrückt war. So what did you experience with you and with people around you? Also was hast du erlebt mit dir oder den Menschen? Maybe there was some blockage. Vielleicht gab es irgendwo auch eine Blockade in deinem Leben, wo es nicht weitergegangen ist. So where nothing moved on. Is there any area where you feel it should have been, but it didn't move on? There is something like holding back. Decisions were not made. You were not sure if this is wrong or right. And you feel like there's something strange there. Vielleicht kennst du auch Lebensbereiche, wo du vielleicht merkst, irgendwie stockt's da. Bist dir nie sicher, ist das richtig oder falsch? Sollst du da dich entscheiden? Sollst du weitermachen?
Because now we are coming into a very intense time. Wir kommen jetzt in eine sehr intensive Zeit. And this super new moon can be kind of a very good um, starting point. Like a Kickstarter for an engine or a moped or a Velo, Vespa. Sometimes you need this special additional energy to start something. And this new moon has this special additional energy to really break through something. Also dieser Neumond kann wirklich so ein Durchbruchsneumond sein, dieser Superneumond, wie auch genannt wird. Der kann dir helfen, Dinge jetzt in Gang zu bringen, wo du länger schon merkst, irgendwie brauchst du zusätzliche Energie. Und genau das ist es. Dieser Neumond hat diese Energie in sich. So ask yourself, what is it that you want to move forward? And if you found it, then really create some personal affirmations for that. Some positive affirmations as a kind of next steps. Where does it lead to you, for you? Do you want to go? What do you want to reach? What is it where you feel that your flow, your personal soul journey should move on? And then you bring it into some sentences which are positive in the way of expression and also in the present moment formulated like I am full of like it is already happening now. Also wenn du das schon findest, wenn du spürst, dort geht's hin, dann mach daraus auch eine positive Affirmation für dich. Wenn du spürst, deine Seelenreise hat diese Richtung, dort darf es jetzt weitergehen, dann formulier es auch so in diesem wirklichen Ist-Zustand und sprich einfach für dich das immer wieder vor, wo geht die Reise hin, aber wirklich schon so im Hier und Jetzt auch formuliert. Also noch einmal kurz zurück. Just one time, some steps back. Anything which was suppressed somehow, anything which was you were not letting out. What is it? Not letting go. You were holding something back. Also irgendwas, was du unterdrückt hast, irgendwas, was du zurückgehalten hast. Was ist es? Und was ist es, was sich so richtig entfalten mag aus dem Moment heraus? Irgendwas, was du gezögert hast vielleicht. So something you really want to move on right now. Something where you were hesitating to do. What was it? Just use this very special new moon to go into that, into the manifestation way, because you really say, yes, I'm ready to move on. Yes, I'm ready for this new project. Yes, I'm ready to start it. I know it's springtime. Let's celebrate the spring. Let's celebrate the new year. Let's celebrate the new energies. Let's celebrate the new young energy, which is coming through us, creating so many beautiful things. Also spür einfach rein, was ist es, was in dir jetzt heraus möchte, was durch dich möchte. Feier einfach den Frühling, feier die Zeit, die jetzt da ist, feier diese schöne, starke, positive Energie, die da ist. And so we will give a final blessing for this free part. Also für den kostenfreien Teil jetzt geben wir jetzt eine abschließende Lichtübertragung noch als Stärkung für uns alle. So to empower everyone,
Let's give each other, and of course I will do it also, a final blessing through our soul song. So I will connect with the Tao Calligraphy behind me, and I will offer you this blessing to really have this boost, to use this new moon energy for something good in your life, for a new start or a breakthrough, or something you really was waiting for to start it. Also jetzt kommt eben eine abschließende, können wir gerne noch gemeinsam machen, Lichtübertragung, Lichtdusche aus der Tao Kalligrafie da hinter mir, als Start, als Durchbruch, als zum Nutzen dieser sehr, sehr starken Neumond-Energie. Das ist jetzt der Abschluss des kostenfreien Teils hier gemeinsam. You can continue to trace, of course, and sing with me and tune in to this very special Tao song we are all carrying. Du kannst natürlich gerne weiter nachfahren, aber verbindet euch mit mir über diesen sehr besonderen Tao-Gesang, der in uns allen ist. Qi Gong Yu, Qi Gong Yu, Ya Ya Yu, Ya Yu, Ya Ya Yu, Ya Ya Ya. Hey, you, you, just feel this intense support that is there for all of us. Und spür einfach, spür diese intensive Kraft, diese intensive Unterstützung, die für uns alle da ist. Receive this light. Receive this light into your heart. Und nimm wirklich all dieses Licht auf, all dieses Licht in dein Herz, all diese Kraft. Es ist so viel hohe positive Frequenz und Schwingung da. So much high frequency and vibration here for all of us. We either can focus on the trigger points or we can focus on the positive outcome. Wir können entweder jetzt an die Trigger-Dinge schauen oder wir können uns auf ein positives Ergebnis orientieren. So just use all this energy that is there. It's intense. No discussion about that. But use it. Use it to create your own way for your happiness, your soul journey.
wherever you want to reach. Also nutze einfach diese Kraft, die da ist. Nutze sie für dich, für deine Freude, für dein Glück, für deine Seelenreise, was auch immer dir wichtig ist. Danke, danke, danke. Thank you, thank you. So, I hope you had some insights. Ich hoffe, ihr hattet ein paar Erkenntnisse. I'm closing now our recordings. Ich schließe jetzt mal unsere Aufzeichnung. Thank you everyone who joined this video later on YouTube. Feel free to write some comments. Also für alle, die später noch das Video anschauen auf YouTube, schreibt gerne ein paar Kommentare hinzu. Danke fürs Dabeisein.